Was ist denn Ikigai? Also wie lässt sich das Wort Ikigai erstmal übersetzen? Was bedeutet das auf Deutsch? Tatsächlich ist es sehr schwierig, das Wort zu übersetzen, denn es gibt keine wörtliche Übersetzung im Deutschen oder auch in irgendeiner anderen Sprache nicht. Es gibt verschiedene Interpretationsversuche, aber ich möchte zuerst mal sagen, was das Wort Ikigai, wie man es quasi auseinandernehmen kann. Also es gibt Iki und es gibt Gai, das sind die 2 Silben des Wortes. Und Iki bedeutet Leben, wenn man es wörtlich übersetzt. Und Gai bedeutet sowas wie wertvoll. Es kommt ursprünglich von dem Wort Kai und das war in der Heian-Periode, das war ungefähr 9. bis 12. Jahrhundert, war das Lange in Japan. Genau, war das diese Zeit, in der man bestimmte Arten von Muscheln gesammelt hat. Und damit haben die japanischen Nobelmänner auch Gesellschaftsspiele gemacht oder haben mit diesen Muscheln auch ihre Häuser oder ihre Wohnungen dekoriert. Es war also eine sehr wertvolle Muschel zu dieser Zeit. Und Kai bedeutet eben Muschel oder diese bestimmte Muschel, die dazu benutzt wurde, um diese Dekoration zu machen. Das heißt, man kann Ikigai, wenn man es dann zusammensetzt, als wertvolles Leben übersetzen. Aber wenn man es versucht, wirklich tiefergehend zu interpretieren, also diese Essenz quasi rauszufiltern, ist es quasi das, was dein Leben lebenswert macht. Oder das, wofür du morgens aufstehst. Denn es ist nicht der eine große Lebenssinn oder der eine Wert in deinem Leben, sondern es geht darum, dass du Sinn jeden Tag findest. Quasi so deine richtige Lebenskraft, so was dich morgens wirklich so antreibt, so ja, genau, ich will mein Leben leben. Ikigai bedeutet auch viel Verbundenheit. Verbundenheit untereinander, also mit anderen Menschen beispielsweise. Es ist etwas sehr Soziales. Und zum anderen auch Naturverbundenheit. Also der Mensch schaut immer, wie er in seine Umgebung passt und wie er sein Leben lebenswert in einem bestimmten Umfeld realisieren kann, leben kann. Ja, das passt ja auch sehr gut. Also die Japaner haben ja den Shintoismus, diese Weltsicht, sag ich mal, oder Art Religion oder Philosophie, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und das ist ja auch sehr naturverbunden. Also das ist ja nicht nur der Mensch isoliert, sondern der Mensch im Zusammenspiel mit der Natur und allem. Richtig. Und alles ist beseelt und so. Ja, das ist richtig schön, finde ich. Also richtig schönes Konzept. Und was würdest du jetzt sagen, also ist Ikigai eine Philosophie oder ist es irgendwas anderes, eine Lebensart? Was ist das? Was können wir uns darunter vorstellen? Die japanischen Wissenschaftler bezeichnen es tatsächlich als Way of Living. Also man könnte es als Lebensphilosophie verstehen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass du in all deinen Lebensbereichen Ikigai finden musst oder überall 100% voller Ikigai sein musst in deinem Alltag. Nein, sondern es ist eher eine Leitlinie, an der du dich orientieren kannst und sie sollte dir eben Inspiration und Motivation bringen. Auch so ein bisschen wie eine Schatzkarte für das eigene Leben. So. Da könnte mein Schatz vergraben sein. Total. Ja, richtig schön. Es erfüllt mich mit Freude. Es hat unglaublich viel mit Harmonie zu tun. Also Wa ist das japanische Wort für Harmonie und das ist tatsächlich sehr, sehr groß im Ikigai-Mindset. Also ich glaube, dass ich auch schon Berührungspunkte mit Ikigai hatte, auch speziell im japanischen Kontext. Und zwar früher in der Uni hatten wir freitags einen Kalligrafiekurs bei einer älteren japanischen Dame. Schön. Und da haben wir wirklich so 1-2 Stunden lang immer das gleiche Schriftzeichen wieder gemalt oder kalligrafiert mit dem Pinsel und mit Tusche auf diesem Reispapier, glaube ich, also auch das authentische Papier. Und ja, dabei bin ich richtig so runtergekommen, so nach der Woche und habe mich wirklich nur auf dieses Zeichen konzentriert. Ist das schon eine Form von Ikigai? Das ist total Ikigai. Das ist nämlich wirklich in diesem Moment aufzugehen und alle Sorgen an die Zukunft oder an die Vergangenheit so ein bisschen zu vergessen, beiseite zu legen und auch so ein bisschen sein eigenes Selbst loszulassen und wirklich in diesem einen Moment zu existieren, wirklich nur mit dem Pinsel und mit dem Blatt Papier. Das ist total Ikigai. Also es ist eine Form, wie man Ikigai tatsächlich spüren kann, so im Hier und Jetzt total aufgehen. Sehr schön, dass du das auch erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. Also Ikigai ist ja auch schon ein bisschen jetzt so im Allgemeinwissen angekommen, vor allem auch so im Business-Kontext spuken da verschiedene Interpretationen rum. Und auf welche Interpretationen im westlichen Stil, sag ich mal, bist du schon gestoßen? Und was hältst du davon?
Ja, es gibt einige, ich würde mal sagen, Missinterpretationen leider. Es gibt die Annahme, dass man, wenn man sein Ikigai gefunden hat, dass man dann 100 Jahre alt wird oder dass man das ewige Glück findet. Beides ist nicht ganz richtig, aber ich möchte mich eher auf dieses Venn-Diagramm fokussieren. Es ist so ein Diagramm, dann sieht man 4 Kringel und in den Kringeln steht drin, dass, was du gut kannst, wofür du bezahlt werden kannst, was du liebst und was die Welt von dir braucht. Das ist so dieses Diagramm, das man sehr oft auch sieht. Und das ist, würde ich sagen, eine westliche Version, aber es hat nicht sehr viel mit Ikigai zu tun. Wird sehr oft von Business Coaches angewandt, das hast du richtig gesagt, hat auch durchaus seine Berechtigung, das ist in Ordnung, da kann man schon so ein bisschen seine Berufung finden. Aber was mich an diesem Diagramm sehr stört, ist, dass es dieses Geldverdienen mit einbezieht. Und Ikigai hat überhaupt gar nichts mit Geldverdienen oder mit Anerkennung von außen, wie auch immer, zu tun oder mit beruflichem Erfolg. Ikigai ist etwas viel Komplexeres. Ikigai kann man auch einfach nicht in einem Diagramm abbilden. Das geht leider nicht. Dieses Diagramm kommt quasi, also es kommt ursprünglich aus der Astrologie. Es wurde von einem Herrn, der heißt André Susunaga, entwickelt, aber in einem ganz anderen Kontext. Es geht schon irgendwo um Bestimmung, ja, das heißt ursprünglich auch Proposito, Framework, aber es hat eigentlich nichts mit Ikigai zu tun. Der Wert von Ikigai liegt ja vollkommen woanders als im Geld. Also es ist ja wirklich was aus einem selbst rauskommt und was man ja aus seiner Umgebung zieht, aber nicht aus so etwas wie Geld. Genau. Ja, da fehlt dieser ganzheitliche Aspekt und ja, dass Ikigai nicht nur ein kleines Stück ist oder quasi so eine Kumulation von verschiedenen Sachen, sondern es ist etwas so ganzheitliches, allumfassendes. Genau, es ist nicht dieser Sweet Spot in der Mitte des Diagramms, sondern es ist wirklich etwas, das dein ganzes Leben durchströmt, diese Energie. Also eigentlich noch etwas viel Schöneres als in diesem Diagramm.